es heutzutage eigentlich noch musikalische Herausforderungen? Ich meine, Menuett, Marschallturm und Zwölftontechnik sind bereits erfunden. Womit soll man sich da als Musiker eigentlich noch groß beschäftigen? Grenzen überschreiten, Gräben zuschütten, Mauern überwinden, damit beschäftigt sich Rock the Classic. Herzlich willkommen. Der Name ist Programm. Die Pagan Metal Band Helvetia wird in der heutigen Sendung ein klassisches Meisterwerk neu interpretieren. Hier arbeitet der Hüter der Klassiklehre, Beat Blättler. Er unterrichtet Fagott am Konservatorium Drei Linden in Luzern, spielt seit 33 Jahren als Solo-Fagottist im Luzerner Symphonieorchester und ist auch Dirigent. Klassische Musik liebt er über alles. Okay. Erstens hast du hier viel mehr Zeit auf dieser Achtelpause, weil das Cembalo wird ja dieses Arpeggiando spielen. Blättlers Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bei der Neuinterpretation des Klassikstücks durch die Metalband der Klassikkern nicht verloren geht. Für ihren ersten Klassikauftritt wird Blättler die Band noch trimmen müssen. Und das sind sie. Helvetia, die wohl härtesten Metaller der Schweiz. Weltweit gefeiert von Millionen von Fans. Diese Band scheut keine Herausforderung. Aber geht das? In so kurzer Zeit ein klassisches Meisterwerk neu interpretieren? Um ein geeignetes Musikstück für den gemeinsamen Auftritt auszuwählen, verschafft sich der Fagottist im Internet schon mal einen ersten Eindruck von seinen neuen Bandkollegen. Herr Blättler. Ja, Boning, mein Name. Guten Tag, Herr Boning. Ich freue mich. Sie sind schon mit Vorbereitungen beschäftigt. Ja. Herr Blättler, Hardrock. Haben Sie überhaupt schon mal Hardrock gespielt? Kennen Sie sich da aus? Nein, überhaupt nicht. Ich war nie an einem Konzert, ich habe nie eine Band besucht. Ich weiß nichts. Was bringen Sie den Heavy Metalern denn jetzt mit? Ich habe ja ein Stück ausgewählt. Die Melodie ist ganz einfach. Aber das Umsetzen der Orchesterpartitur auf eine Heavy-Metal-Band, das werden wir sehen, was dann passiert. Ich weiß nicht, wie gut die Leute sind. Ja, dann mal los. Skateboard, Klapprad, wie auch immer. Wir werden einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Dorthin bedeutet in diesem Fall ins Industriequartier von Winterthur. Hinter diesen Mauern proben Helvetia Metalle schwer. Beat Blättler und ich stellen sich der Band mit einem Meisterwerk in der Tasche und einem mulmigen Gefühl im Bauch. Schon aufgeregt? Nein. Vielleicht sind das ja ganz wilde Rock'n'Roller. Ja. Komplett tätowiert. Nicht nur für Blättler, auch für die Band werden die nächsten Tage eine musikalische Grenzerfahrung. Unter der Speiseglocke befindet sich ein Hinweis darauf, welches Stück es zu covern gilt. Hallo. Hallo, grüezi miteinander. Ich bin Wiegald Boning. Das ist Herr Blättler. Herzlich willkommen. Das ist ja ein interessanter Probenraum. Alles aus Metall. Das Viele ist eine Band- Metalband. Natürlich, ja. Viele haben ja Eierpappen. Das sind dann Eierpappenbands. Ja. Sehr schön. Wir legen mal ab und dann setzen wir uns zusammen. Wir wollen ja heute euer Repertoire erweitern. Ja, Spielregeln. Also ihr werdet eine eigene Interpretation eines klassischen Stückes herstellen. Herr Blättler muss eingebaut werden. Ganz wichtig. Gut. Dann ihr habt da allerhand interpretatorische Freiheiten, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber schön wäre es, wenn man das Stück noch deutlich erkennt. Wir haben ein paar Hinweise darauf, um welches Stück es sich handeln könnte. Der erste Hinweis ist das hier. Ich glaube zwar, dass es völlig unmöglich ist, dass man anhand dieses Hinweises spontan dahinter kommt, aber Achtung. Ein Kuhfladen. Die Schweizer Hymne. Ich persönlich habe gedacht, Ferien. Ich gehe gerne in die Berge. Musikalisch hat es keine Referenz gehabt für mich. Der Komponist selber verglich das Stück, als es dann fertig war, mit einem Kuhfladen. Ja, dann kommt jetzt das Stück, um das es geht. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir haben es doch gar nicht geübt. Das ist so. Ha. Noch
lachen Sie. Aber schon bald sollen Helveti das Stück vor eingefleischten Metal-Fans spielen. Live on stage. Mir könnte man wirklich ein Bach-Stück abspielen und ich würde wahrscheinlich noch denken, es ist Mozart. Also ich habe keine Ahnung. Weiß jemand, von wem es ist? Sonst verraten wir es natürlich. Von uns nicht. Aus der Peer Gynt Suite Nummer 1 in der Halle des Bergkönigs. Kommt da ganz zum Schluss von Edvard Grieg. Also ich glaube, mit 2 unseren Melodiehauptinstrumenten lässt sich das überhaupt nicht spielen, weil schlicht die Halbtöne fehlen. Das heißt, das werden wir ein bisschen gefordert sein. Ja, ich spiele Nudelsack und da kann man nicht alle Töne spielen, die es auf der Tonleiter gibt. Und deshalb wird es ein bisschen schwierig, aber ich muss schauen, ob ich damit quasi partiell mitspielen oder was auch immer ein bisschen Effekte reinbringen kann. Ich meine, die ganzen Klänge von Holzbläser oder die Pizzicati von den Streichern dann in eine Heavy-Metal-Band zu adaptieren, das wird bestimmt nicht ganz einfach sein. So, das Stück ist also klar. Alles über die Grundlagen und auch die Details kommt nun von Bert Bettler, dem Experten. Bitte schön. Wir befinden uns in der Halle des Bergkönigs. Er auf seinem Thron, umgeben von sehr vielen Trollen. Peer Gynt kommt herein, sehr schüchtern. Es bricht Tumult aus. Warum? Peer Gynt sollte die Tochter vom Bergkönig heiraten. Das will er aber nicht. Ein Riesenkrawall und schlussendlich gelingt Peer Gynt die Flucht. Ich schlage euch jetzt vor, dass wir uns eine Aufnahme anhören mit den Göteborg-Symphonikern unter der Leitung von Neeme Järvi. Sehr schön. Blättler hat das Stück ganz bewusst ausgewählt. Denn auch wenn den Metallern die Musik fremd ist, den Bezug zu Mythen und Folklore teilen sie mit dem Komponisten. Edvard Grieg wird 1843 im norwegischen Bergen geboren. Getrieben vom Wunsch, eine norwegische Nationalkultur zu schaffen, vertont er das dramatische Gedicht Peer Gynt seines Landsmannes Henrik Ibsen. Schon zu Lebzeiten von Grieg erlangt es weltweiten Kultstatus. Grieg stirbt 1907. Er gilt noch heute als der Komponist der Romantik, einer Epoche, in der Nationalismus eine treibende Kraft wurde. In der Halle des Bergkönigs basiert auf volkstümlichen Melodien und gilt als das Stück der Romantik. Das einfach ohne das eigentliche Thema. Das wäre so geil. Die Genialität in diesem Stück ist die Einfachheit des Themas. Und wenn man mit so einer einfachen Melodie so extrem spannende und unterhaltende Musik komponieren kann, dann ist man ein Meister. Was singt der da? Safran? Ich habe Satan verstanden die ganze Zeit. Das ist natürlich sehr Hardrock-affin so. Ja. Es heißt nicht Safran. Es heißt auch nicht Satan. Es ist norwegisch und heißt Slaktham, was so viel bedeutet wie tötet ihn. Und ich gebe euch hier eine CD, einen Text und eine Partitur. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ja, ich auch. Aber ob das mit der Partitur jetzt Bandleader Glanzmann wirklich hilft? Denn Noten lesen kann er ja gar nicht. Ein bisschen reserviert wirken die ja jetzt schon, oder? Ja, aber ich glaube, die werden mit sehr viel Ehrgeiz an ihre Arbeit gehen. Okay. Ich arbeite überhaupt nicht mit Noten. Ist sowas, wo man nachgucken kann, aber eigentlich brauchen tut man es nicht. Wir sind relativ zurückhaltend, wenn wir Leute nicht kennen. Sind da eigentlich ziemlich schüchtern. Und wir haben eigentlich alle eine extrem große Klappe, aber ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ich finde, Musik ist dann gute Musik, wenn sie fähig ist, dem Hörer Bilder in seinen Kopf zu projizieren. Das macht Musik zu guter Musik, meiner Meinung nach. Und das ist auch das, was Musik schwierig macht. Man kann alles immer spielen, aber es kommt darauf an, wie man es spielt. Und das ist nicht einfach. Helveti, die 8-köpfige Metalband, reitet auf einer Erfolgswelle. 200 Live-Konzerte pro Jahr, ausgezeichnet mit dem Best Live Act Award
Und ihre Videos zählen auf YouTube mehrere Millionen Klicks. Helveti orientiert sich inhaltlich an der mystischen Zeit der Kelten bis hin zum Frühmittelalter. Daher auch die musikalische Einordnung als Pagan Metal Band. Ihr Markenzeichen: historische Instrumente und Liedtexte in keltischer Sprache. Bandleader Krigel nimmt hierfür Sprachunterricht und übt akribisch die korrekte Aussprache der keltischen Texte. Helveti sind heute eine Metalband mit Weltformat. Doch jetzt geht's nicht um Metal, sondern um Klassik. Klassische Musik verstehen bedingt auch ein Grundverständnis für den Kontext eines Werkes. Daher habe ich die Band zu einer frühmorgendlichen Kulturstunde nach Winterthur eingeladen, ins Museum Oskar Reinhardt. Thema: Krieg und der Nationalismus zur Zeit der Romantik. Ah, guten Morgen. Wo ist der Kriegel? Der hat verschlafen. Wie, der hat verschlafen? Das glaube ich nicht. In Wirklichkeit sitzt er im Probenraum und denkt sich schon Umsetzungen aus. Komm, wir gehen mal rein. Okay. Wart ihr schon mal hier? Seid ihr Museumsgänger? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ah, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Boning. Freut mich. Grüezi miteinander. Mit Museumsdirektor Marc Fehlmann tauchen wir ein in die Kunstepoche der Romantik. Diese war geprägt von Nationalbewusstsein, in der Musik ebenso wie in der Malerei. So auch in Griegs Heimat Norwegen. Gut, aber da dachte ich, gehen wir doch zu einem norwegischen Bildchen, nämlich zu dem von Johann Christian Clausen Dahl. Man darf nicht vergessen, Norwegen gab es 1818 noch nicht. Bis 1814 war Norwegen dänisch und ab 1815 war es eine Provinz von Schweden. Und deshalb haben wir dann auch diese romantische und nationalistische Strömung in Norwegen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bei Dahl wird die heimatliche Landschaft eigentlich nur noch Bildgegenstand und insofern stimmungsmäßig eingefangen. Träumerische Landschaften und volkstümliche Motive spielen bei Künstlern wie Dahl oder wie hier bei Caspar David Friedrich eine entscheidende Rolle. Na, guck an, erste Ermüdungserscheinungen. Aber einer scheint so richtig ausgeschlafen. Hat man sich dann wieder auf diese eigenen Wurzeln besonnen und das heißt, die eigenen Wurzeln, das ist das Land. Guten Morgen. Maestra. Ich finde auch diese zwar klassizistischen Motive, die eine Mischung sind zwischen keltisch und griechischem, finde ich ja, ist ja auch ein Rückgriff, ein romantischer auf traditionelle Formen. Sind zwar zu 100% helvetisch, aber der aber die Quelle für die Palmette ist griechisch. Der griechische Einfluss, der sieht man ganz deutlich, das ist so. Mit der Rückbesinnung auf ihre helvetischen Wurzeln sind die harten Rocker also in gewisser Weise auch romantisch. Wer hätte das gedacht? Ich wäre jetzt so spontan nicht drauf gekommen, dass es hier natürlich den Raum gibt, der weltweit am besten geeignet ist, um über den Einfluss der deutschen Romantik auf Tribal Tattoos zu kommen und darüber zu sprechen. Es gibt keinen besseren Raum, weltweit, einzigartig. Mit einem ersten Konzept machen sich die Band und ich noch am gleichen Nachmittag auf den Weg nach Luzern, wo Beat Blättler schon gespannt auf uns wartet. Vierwaldstätter See. Warum sind wir hier? Wir gehen da jetzt mal rein. Das ist das Konservatorium. Da lehrt Beat Blättler. Und dann könnt ihr daran gehen, mit ihm zusammen das Arrangement zu erarbeiten. Sehr schön. Auf geht's. Wir freuen uns. Da sind wir wieder. Hallo, wie geht's? Ausgezeichnet. Hallo. So, wir begeben uns zum Klavier und dann beginnen wir zu arbeiten. Okay. Wunderbar. Ihr habt über das Stück geschlafen. Habt ihr eine ganz konkrete Idee, wie dieses Stück beginnt? Mhm. Eine düstere Improvisation quasi, die aber das Thema noch nicht mal andeutet, die mit dem harmonischen Größ davon so ein bisschen liebäugelt, aber das ist es. Anna wird dann als Erste mit der Drehleihe etwas machen, was das Thema so ein bisschen verrät, aber noch nicht, dass man es wirklich erkennt. Er beginnt dann eigentlich wirklich das ganze Schlagzeug zu spielen. Die Gitarristen übernehmen. Das wird dann wirklich schnell und wirklich hart.
und endet abrupt dann auch mit diesem grotesken Trollschrei da. Das klingt spannend. Das ist ja ein Riesenkonzept jetzt. Hast du das die ganze Nacht gearbeitet? Ist das der Grund, warum du zu spät kamst? Hey, wir hätten dich da gerne auch dabei mit deiner Querflöte. Ach so, okay. Ja, klar, natürlich. Ja, wenn ich euch da behilflich sein kann, klar. Ja. In der Halle des Bergkönigs. Das bin ich. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und etwas, was ich gerne euch als Aufgabe mitgebe, das sind diese Waldhörner und Trompeteneinsätze. Bumza, Bumza, ab Berta. Und dann diese ganzen Holzbläser. Digadam, digadim, digadam, digadim. Also wir müssen diese Boshaftigkeit, diese Trollen, ab Mitte des Stücks muss die vorhanden sein bis zum Ende. Genau. Darauf freue ich mich. Ja, wir uns auch. Der Schock wird groß sein. Der Schock. Also was ich nicht schätzen würde, wäre jetzt, wenn man das Thema absolut verändert. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man sucht eine Variationenform, aber das Thema ist dann in seiner Art fast nicht mehr erkenntlich. Das, glaube ich, sollte nicht sein. Die Klassikanforderungen von Blättler sind formuliert. Damit steht das Konzept. Jetzt heißt es üben, üben, üben. Ein paar Tage später treffen sich alle im Proberaum von Helveti wieder. Die Musiker haben die Zeit genutzt, an ihren jeweiligen Parts zu feilen. Irgendwie sowas in der Art werde ich machen. Heute findet die erste und einzige gemeinsame Probe vor dem morgigen Auftritt statt. Wird Griegs Komposition tatsächlich wieder zu erkennen sein? Das ist eher Krieg. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wie ist es euch ergangen beim Arbeiten? Abenteuerlich. Also ich bin ja jetzt sehr gespannt, wie das klingt. Und ich denke, dass wir eine Grundlage haben, wie wir und was wir arbeiten können. Ist es das Beste, wenn ihr mir mal eure Version vorspielt. Okay. Der Anfang ist ganz klar von uns, aber wir haben uns schon sehr stark am Originalstück orientiert. Und ich denke, es ist eine gute Mischung aus beiden. Wir beginnen einmal von vorne. Der Start von der Perkussion finde ich toll. Aber für mich die Bassgitarre sollte ein bisschen mehr im Vordergrund sein. Wumm! Und dann soll das lange klingen, oder? Diese Höhle müssen wir spüren. Genau. Also Kai, wir müssen zusammen etwas anschauen. Und jetzt musst du spielen. Ah, da, okay, alles klar. Ja. Blättler fängt Feuer und schwingt sich zum Dirigenten auf. Ob das bei den Metallern gut ankommt? Mal gucken. Wir kennen das halt nicht mit so einem musikalischen Leiter. Ich hätte auch nichts gegen den Dirigenten ab und zu. Ich finde das irgendwie noch cool. Okay, wir beginnen nicht mit Jam Pam Pam, selbst wenn du mit Abstrich spielst, aber ohne Betonung. Jam Pam 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 und jetzt die 3. Okay, alles klar. Das ist ja die Spezialität von Grieg. Er hat ja das Thema unterbrochen, eigentlich komplett musikalisch etwas Falsches verlangt. Er möchte die Betonung auf 3 und nicht auf Anfang vom Takt. Sehr gut. Und jetzt frage ich natürlich Paddy, wie ist es überhaupt möglich,
dass du das auf dem Dudelsack spielst. Ich muss mit Gabelgriffen spielen, die man sonst eigentlich nicht so kennt. Das ist ein elektronischer Dudelsack, den habe ich ein bisschen vergewaltigt, um das Thema spielen zu können soweit. Was das Problem ist, ich muss dann quasi zwischen den hohen und tiefen Teilen, muss ich da quasi immer eine Umstellung machen. Sprich, ich kann nicht ganz alles mitspielen, ich muss immer wieder Pause machen, umstellen, spielen. Und ich muss auch quasi mit den Oktavspringen musst du auch machen. Okay, Anna, siehst du, das muss immer genau mit deiner Sprache, muss auch deine Drehleier im selben Tempo sein. Okay? Es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Aber wir schaffen das. Es war sehr schluderig, ja. Aber es kommt. Ja. Wir sind am Probieren. Das macht überhaupt nichts. Das Spielen alleine wäre kein Problem, das Singen alleine auch nicht, aber zusammen, dass es sich dann wirklich automatisiert, das braucht schon eine gewisse Zeit. Also vielleicht eine Woche üben wäre besser gewesen, aber scheißegal, Rock'n'Roll. Nee, nicht Rock'n'Roll, sondern Rock the Classic. Zum Schluss wird auch Blättlers Fagott noch eingefügt. Und daraus könnte noch mehr als nur das morgige Konzert werden. Ich glaube, wir nehmen ihn dann mal mit auf Tour, wenn er morgen gut vorspielt. Das Werk steht, beinahe. Fehlt nur noch ein markanter Abschluss des Stücks. Die Band hat eine Idee. Das wäre cool. Genau, dass wir das nochmals aufnehmen. Also der Schrei am Schluss. Könnte man auch machen. Wie heißt das letzte Wort, was du singst? Blodet. Was der Blodet Wuff. Das wäre geil. Ja. Okay, jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir trotzdem wir das Tempo halten, den letzten Akkord nicht zu früh spielen. Sonst ist die Spannung auch wieder gestohlen. Das wäre auch schlecht. Dürfen wir noch einmal dieselbe Geschichte? Genau. Geil. Das ist genau echt, das. Oder? Das geil. Ist am nächsten vom Originalschluss, oder? Ja. Ist dann implodet, poff. Und die Geschichte ist gelaufen. Ich meine, er kommt wirklich aus musikalisch einer komplett anderen Welt. Und es ist halt schön, dann zu merken, okay, so anders ist die Welt eigentlich gar nicht. Und so anders funktioniert Kopf und Herzen auch in dieser Welt nicht. Wenn es um Musik geht, dann sind wir eigentlich alle so ein bisschen aus derselben Familie. Morgen haben wir noch ziemlich Arbeit mit dem Soundcheck auf der Bühne. Und dann müssen wir Wiegald Boning einbauen. Das braucht noch ein bisschen Arbeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir morgen weiterarbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen, bis morgen. Ciao. Die Harmonien zwischen den Metallern und dem Klassiker scheinen gefunden. Aber werden diese auch morgen bei den Metal-Fans Anklang finden? Winterthur. Gaswerk. Bühne frei für Helvetis Version von Griegs in der Halle des Bergkönigs. Das ist das Rock the Classic Finale. Die Stunde der Wahrheit, sie ist da. Ich habe selber ja überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert. Riegel, wie ist der Eindruck? Gibt es da Sollbruchstellen? Erwartet uns ein Desaster? Ich hoffe nicht, aber ich glaube auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich freue mich, bin gespannt und es sind auch einige Leute da. Ich freue mich. Gut, dann kümmere dich um die Gäste. Ihr heizt ja schon mal ein, wir kommen gleich nach. Bert Blättler, wie war es denn mit ihm jetzt, wo er weg ist? Können Sie es ja offen sagen. Ja, es war gut, es war gut. Sie haben mich gewarnt, es sei laut vermutlich. Es ist laut. Die sind voll gut drauf. Ich glaube, die spielen sogar dieses Stück gerne. Und ich spiele da jetzt mit auch? Sie spielen jetzt mit. Gut. Und so treten Sie dann auch auf? Ich trete so auf, mit meinem Übergewand. Ich finde es persönlich sehr gut, dass Sie jetzt keinen Lederanzug extra hierfür sich angezogen haben, sondern das so machen. Weil Haltung, genau. Ist gut. Einfach. Okay, dann gehen wir ran. Dann gehen wir. Alles klar. Okay. Ich bin auf der Gästeliste. Heute ist es soweit. Wir treten auf mit Bergin Suite Nummer 1 in der Halle des Bergkönigs.
Also zum einen war es für mich eine tolle, eine schöne, eine witzige Erfahrung, die Bühne zu teilen mit Beat und Wiegald. Und zum anderen ja, war das Publikum einfach geil. Einmal mehr hat es sich gelohnt, in meinem Leben etwas zu tun, was ich bis dato nicht getan habe. Also man könnte meinen, dass alles einer Familie entsprungen ist. Edward Grieg, Caspar David Friedrich und Elowetje, dass die so entfernte Verwandte sind, die sich heute Abend wieder begegnet sind. Ich kann es mit einem Wort umfassen, es war geil. Ich werde öfters mal klassische Stücke auf der Drehleier spielen. Ja, aber eine neue Erfahrung für uns, war auch eine schöne Erfahrung und ja, das Ergebnis kann sich, glaube ich, schon hören lassen. Vielleicht wird sich der Einfluss auch auf dem nächsten Album zeigen. Durchaus möglich. Das war Rock the Classic. Dank an Beat Dettler und Elowetje. Dankeschön. So.